Herzlich willkommen zu We Discover Together, ein Bruker-Podcast. Ich bin Lisa und ich freue mich, euch zu unserer heutigen Folge begrüßen zu dürfen. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Bruker. Gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden am Campus in Ettlingen und auch darüber hinaus werden wir euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen ermöglichen, indem unsere Gäste ihre persönlichen Geschichten teilen. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit Anna Hein, Production Engineer der Biospin Group. Gemeinsam diskutieren wir über die Rolle von Frauen in technischen Berufen und die damit verbundenen Herausforderungen. Anna wird uns ihre persönlichen Geschichten erzählen und dabei ihre Erfolge, Visionen und wertvollen Ratschläge mit uns teilen. Los geht's! Herzlich willkommen, Anna. Hallo Lisa, Schön, dass du bei uns bist. danke für die Einladung. Sehr gerne. Möchtest du dich einmal für unsere Zuhörer vorstellen? Sehr gern. Ich heiße Anna, ich bin 27 Jahre alt. Ich bin in Görlitz geboren, im wunderschönen Sachsen, an der polnischen Grenze für alle, die es nicht wissen. Und ich habe in Dresden Werkstoffwissenschaft studiert und bin dann über verschiedene Zwischenstopps in Praktika und ja, so einfach Interesse halber habe ich mal geschaut, was in Deutschland sich so für Jobs bieten und habe dann was gefunden in Karlsruhe und dachte: „Okay, ich komme mal her." Und jetzt bin ich hier. Und Schön, sehr schön. Also wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Wenn du jetzt mal nicht für Bruker arbeitest, was machst du denn gerne auch in deiner Freizeit? in meiner Freizeit mache ich richtig viele verschiedene Sachen. Ich dachte zwischendurch mal, ich habe nicht so viele Hobbys, aber dann dachte ich: „Ja, ich habe vielleicht auch echt ganz schön viele." Und zwar, ich koche super gerne, ich probiere neue Sachen aus und ich lese richtig viel. Ich habe 'n Bücherstapel so hoch, dass mein Freund manchmal denkt, er schlägt mich, wenn er irgendwann mal umstürzt. Ich probiere richtig gerne neue Do-it-yourself-Projekte aus und bin auch so vor der Arbeit oder so komme ich gerne mal mit dem Fahrrad oder bin am Wochenende wandern oder Sachen einfach, die man draußen machen kann, wo man unterwegs ist. Und ja, freue mich immer mal, was Neues kennenzulernen, ob es 'ne neue Sprache ist oder neue Leute kennenzulernen. Ja. Cool, das heißt, es wird nie langweilig, wenn man das so hört. Das heißt, du hast immer genug zu tun und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu Bruker. Also, auch bei Bruker wird's nie langweilig. Ich glaube, jeder Tag bietet auch immer neue Herausforderungen und, da würde mich und sicherlich auch die Zuhörer interessieren, was inspiriert denn dich täglich bei deiner Arbeit, aber natürlich auch deine persönliche Motivation, auch, wenn du zum Beispiel dann privat deine Do-it-yourself-Projekte verfolgst? Also, an sich habe ich Werkstofftechnik angefangen zu studieren, weil ich dachte irgendwann mal: „Ja, hey, das ist super interessant, das klingt mega spannend" und dachte im Studium schon immer so: „Krass, ich habe grad was Neues gelernt." Da hätte ich mir an sich nie Gedanken drüber gemacht, aber ich habe das grad gelernt und das ist so 'ne Info, die ich einfach richtig, richtig spannend finde. Und das ist bei relativ vielen Materialien so und bei Bruker jetzt arbeite ich mit Keramik zusammen und da lernt man einfach immer was Neues und grade in der Brukerfamilie hat man auch die Möglichkeit, sich ja mal zu interessieren über den eigenen Tätigkeitsbereich hinaus. Man kann halt schauen: „Hey, der Kollege, der baut die und die Baugruppe. Ich habe da was, das könnte ihm vielleicht helfen." Oder: „Ich habe da irgendwas gelesen. Das könnte man ja mal ausprobieren." Oder 'n neues Verfahren oder 'n neues Material oder ja, einfach 'n Teststand mit dem Kollegen zusammen aufzubauen, um bei uns 'ne Lücke, die einfach da ist, zu füllen. Und das finde ich recht cool, dass das bei Bruker geht, dass man mal ausprobieren kann, die Freiheit hat und sich weiterentwickeln kann und auch unterstützt wird, wenn man mal 'ne Schulung machen möchte oder sich in irgendwas anderes einlesen möchte oder bei 'nem Podcast mitmachen möchte. Finde ich auch super cool. Also, ich muss auch sagen, das, finde ich auch super spannend, dass man da einfach viele Möglichkeiten hat, intern auch, glaube ich mal, so seine Interessen auch tatsächlich auszuleben, Ideen anzubringen, eben genau wie der Podcast, hattest du angesprochen. Und genau so haben wir zum Beispiel auch ein Projekt, das wir auch seit Jahren mitbegleiten, das du natürlich auch seit deiner Anfangszeit bei Bruker mitbegleitest. Und zwar nehmen wir am Standort in Ettlingen ja immer am Girls Day teil. Und, dieser Tag bietet eben jungen Mädchen auch die Möglichkeit, solche technischen Berufe, wie sie bei uns ja viel zu finden sind, hautnah zu erleben und eben dabei auch ihre Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik zu entdecken. Und, da bist du eben seit Anfang dabei, bist Unterstützerin, leitest ja auch immer die Workshops mit den Mädels, erzählst denen ja auch so ein bisschen über deinen Werdegang. Und da würde mich auf jeden Fall interessieren, was hat denn damals dein Interesse, an der Technik geweckt, so als junges Mädchen?
Also, ich bin ziemliches Papakind von klein auf eigentlich gewesen. Mein Papa ist Dachdecker, selbstständig. Und der hat mich natürlich immer mit rausgenommen. Ich bin auch 'n Einzelkind. Ich meine, hat dann halt mich mitgenommen. Ich habe keinen Bruder, den er sonst hätte einführen können oder so. Und, komme auch vom Dorf und da wird halt einfach viel selber gemacht. Da ist 'n großes Grundstück da, da gibt's 'nen Garten, in dem Unkraut gejätet werden muss, in dem vielleicht die Nüsse aufgelesen werden müssen, in denen mein Vater ist Imker, mal 'n Bienenrähmchen zusammengenagelt werden muss. Und ja, wenn man halt ein Kind hat, dann hilft das eine Kind halt mit und macht das auch. Und meine Eltern sind generell so, dass sie relativ viel selber machen, ob's jetzt das Wohnzimmer ist, was neu tapeziert wird, wo meine Mama dann sagt: „Ja, komm, Anna, hilf mir doch mal, die Tapete runterzureißen.“ Klar, dann habe ich halt immer mitgemacht und man hat ja schon als Kind auch so die Interessen der Eltern und schaut: „Hey, was machen die?“ „Ah ja, er ist da oben auf 'nem Dach und deckt das. Ah ja, wie funktioniert das? Wie passen die Ziegeln vielleicht zusammen oder was braucht man dafür? Wie kommen die Ziegel da hoch?“ Oder einfach so 'ne Kleinigkeiten, die einen dann mit interessieren und fand's in der Schule dann auch immer schon cool. Im Werkenunterricht haben wir dann, ich glaube, in der 3. Klasse so Topfuntersetzer gebastelt oder so 'n kleines Vogelhäuschen zusammen, genagelt. Das hat natürlich dann daheim noch 'ne richtig schönes Dach bekommen, Dachpappe, damit es auch schön lange hält. Und dann konnte man aus'm Küchenfenster immer die Vögel beobachten. Und einfach so diese Kleinigkeiten zu haben. Im Gymnasium war dann wieder die Werken-AG, wo es mich hingezogen hat, wo ich gesagt habe: „Hey, da kann man 'n Modellflieger bauen. Ja, das mache ich jetzt mal.“ Oder: „Hey, wir haben da 'n kleinen Schaltkreis für 'n Lüfter, den wir jetzt da zusammen anschließen.“ Und auch in der Schule so, die Interessen waren bei mir immer so mehr naturwissenschaftlich, Mathematik, Physik, Chemie. Und ich fand es immer sehr schön, dass in den Naturwissenschaften die Sachen halt, also grade in Mathematik, Physik, wenn man's halt berechnet, dann stimmt's halt oder stimmt halt nicht. Da gibt's nicht so viel Spielraum wie jetzt vielleicht in Deutsch, wenn man 'n Gedicht interpretiert. Ist der Himmel jetzt blau, weil er blau ist oder weil die Stimmung hoffnungsvoll ist? Das ist mir dann immer sehr schwergefallen oder, also, ich zeichne auch gern und Kunst hat immer Spaß gemacht, aber wenn man dann 'nen Lehrer hat, der vielleicht 'ne andere Vorstellung hat, wie es auszusehen hat, hängt da halt viel die Note dran. Und das hat man halt in Mathe nicht. Und die ist halt auch international dann irgendwie gleich. Da haben sich alle einmal drauf geeinigt und das stimmt halt. Und ich mag diese Regeln und hat mich immer interessiert und ich dachte an 'nem gewissen Punkt auch: „Ja, ich weiß nicht, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, da kann man auch viel mit nach Hause nehmen, so an emotionalen Ballast.“ Und da habe ich schon in der Schule gemerkt, das möchte ich für mich nicht oder das kann ich jetzt nicht so in dem Maße vielleicht auch tragen. Und deswegen war ich dann irgendwann in 'ner Studienberatung gesessen und dachte: „Ja gut, dann halt dann halt was Technisches.“ Ja, ich glaube, das ist natürlich auch, super schön, wenn man, so früh auch das schon mitgegeben bekommt von seinen Eltern und wenn man dann eben auch, im Laufe der Schule dann immer merkt, wo dann wirklich auch seine Interessen und seine Leidenschaft liegt. Was war jetzt denn so für dich der Punkt, ab dem du gesagt hast: „Okay, dein Weg geht definitiv in die Technik“? Weil ich kenne es noch, du bist von der Schule oder grade so im letzten Jahr der Schule oder vielleicht auch so 'n bisschen früher noch dran. Du gehst in solche Berufsberatungen oder da wird dann im Prinzip von der Schule ja immer mal wieder auch was organisiert. Dann gehst du dahin, oder natürlich auch die Karrieremessen, an denen wir auch als Unternehmen teilnehmen, wo du dann auch immer mal wieder durchläufst und guckst: „Okay, was bieten denn so die Unternehmen bei mir in der Gegend an?“ Gab's da irgendwie so 'n Punkt bei dir, ab dem du das gemerkt hast? Und vielleicht magst du dann auch dazu noch mal so 'n bisschen über deinen beruflichen Werdegang erzählen bis heute. Ja, meine Mutter hat mich immer dazu ermutigt oder was heißt ermutigt, 'n bisschen vielleicht auch unter Druck gesetzt, in den Ferien Praktika zu machen. Ich weiß nicht, ab der 7., 8. Klasse ungefähr, hatten wir dann quasi 'n Gespräch, wo sie gemeint hat: „Ja, hey Anna, du kannst gerne ins Ferienlager gehen, aber ich fände es gut, wenn du quasi, wenn du ins Ferienlager gehen möchtest, dann auch eine Woche in den Sommerferien 'n Praktikum machst. Und wir unterstützen dich. Wir können die Leute fragen, es ist 'n kleiner Ort, jeder kennt jeden. Wir haben unsere Verbindungen, man kennt die Nachbarn, man weiß, wer mit wem zusammenarbeitet und du machst bitte eine Woche mindestens 'n Praktikum und dann kannst du auch gerne ins Ferienlager gehen.“ Und da war ich halt einfach in verschiedenen Stellen. Da bin ich gewesen beim Tierarzt bin ich 2 Wochen mitgefahren, weil ich einfach tierlieb bin und halt früh um 6 aufstehen und ab in 'n Kuhstall und dann nachmittags in der Praxis mit sein. Und ich war eine Woche in der Ergotherapie, in der Arbeit mit den behinderten Menschen bei uns im Ort. Ich war mal 2 Wochen in der Bibliothek oder eine Woche,
bin im Bücherbus mitgefahren, habe da CDs einsortiert und so 'ne Sachen gemacht. War im Schülerpraktikum dann 2 Wochen bei der Müllabfuhr, weil es 'n krisensicherer Beruf ist und so, hat sich dann Stück für Stück für mich so gezeigt, ja, was mag ich und was mag ich nicht. Und das hatte meine Mutter auch immer gesagt: „Hey Anna, du musst jetzt nicht wissen, was du machen willst. Du musst nur wissen, was du halt nicht machen willst. Das hilft auch schon zu wissen.“ Und dann wusste ich halt: „Okay, ja, ich sehe mich jetzt nicht so mein Leben lang in der Bibliothek sitzen, einfach weil mir das 'n bisschen zu langweilig ist, dann jeden Tag da das Gleiche zu machen.“ Da war jetzt halt auch nicht so viel los. Oder habe gesehen, na ja, mit den Tieren, ja, ich mag zwar Tiere, aber ich mag dann irgendwie nicht mehr, wenn sie verletzt sind oder bluten oder ich sie um Gottes Willen aufschneiden muss. Also, mochte ich dann halt nicht und habe halt auch gemerkt, ja, in der Arbeit mit den behinderten Menschen, ich habe da einfach 'ne Hürde, die ich so für mich nicht überwinden kann, was mir einfach schwerfällt. Und hatte dann zuletzt, meine ich, 'n Praktikum gemacht bei Bombardier, diesem Waggonbau. Da über 'nen Vater von 'ner Freundin bin ich da mit hingekommen und fand das sehr interessant, einfach so Zeichnungsprüfung zu machen, im CAD mal 'n bisschen rumzuklicken, sich das anzuschauen. Und parallel zu diesem Praktika sind wir auf alle Messen gegangen, die der Landkreis zu bieten hatte, von IHK bis Karrieremesse in Dresden in 3 Hallen, riesige Aussteller da. Und wenn wir dann so 'n kleinen Wettbewerb draus gemacht haben mit meinem Papa, ja, wer hat am Ende mehr Kugelschreiber? Dann hat man sich trotzdem aber mit den Leuten unterhalten an den Ständen und hat geschaut: „Hey, was machen die? Interessiert mich davon jetzt was oder nicht?“ Und bin auch gewesen zum Tag der offenen Tür in Dresden an der Universität und jede Uni hat natürlich auch 'n Hochschulberater oder 'n Studienberater, zu denen sind wir hingegangen, an den Hochschulen, an den Universitäten, die Berufsberatung direkt vom Arbeitsamt im Ort, wo ich zur Schule gegangen bin und an der Schule direkt haben wir auch so 'n Einstufungstest gemacht und einfach diese Summe von diesen ganzen Ausflügen und Tagen und Eindrücken, die ich da hatte, habe ich halt immer mehr gemerkt: „Hey, mich interessiert schon wirklich mehr diese technische Seite. Da sehe ich mich mehr, das macht mir Spaß.“ Und ich hatte dann irgendwann einfach 'ne Berufsberaterin, die gemeint hat: „Ja, also, ja, wenn Sie was Technisches machen wollen, aber jetzt noch nicht so genau wissen, was, dann empfehle ich Ihnen, studieren Sie doch einfach Maschinenbau, weil das hat so 'ne große Bandbreite an Möglichkeiten, die man sich vertiefen kann. Da haben Sie jetzt noch 'n bisschen Zeit direkt aus der Schule raus, müssen Sie noch nicht wissen, in welchem Beruf Sie dann arbeiten.“ Und dann dachte ich: „Hey, das nimmt mir so 'n bisschen die Last von den Schultern, mich jetzt sofort aus'm Abi raus entscheiden zu müssen, in welchem spezifischen Beruf ich dann arbeiten muss.“ Weil das ist so 'ne große Vielfalt und, grad als Abiturient, wenn man jetzt nur in der Schule gesessen hat, ich fand's super schwer zu entscheiden: „Was will ich denn mein Leben lang machen?“ Das erscheint auch irgendwie als so 'ne endgültige Entscheidung dann im Endeffekt und war dann dankbar zu wissen: „Hey, ich habe noch 'n bisschen Zeit, ich kann noch 'n bisschen schauen, was ich machen will“, und bin dann halt auch gezielt in die Richtung: „Hey, Maschinenbau in Dresden, ja, was gibt's denn dann?“ Und bin dann aber mehr irgendwie durch Zufall wirklich bei Werkstofftechnik gelandet, was die gleiche Fakultät ist, aber mich der Vortrag dann so mega interessiert hat zu Lotus-Effekt von Pflanzen und wie man ihn quasi auf die Technik, ja, übertragen kann. Das ist super cool. Also, das, was du grade gesagt hast, finde ich auch super spannend und wichtig, dass man sich das auch noch mal in Erinnerung ruft, dass man eben diesen Druck auch, hat, wenn man dann eben überlegt: „Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben nach der Schule?“ Dann habe ich noch so die Lehrer immer im Ohr: „Jetzt beginnt der Ernst des Lebens.“ Und, dann fühlt man sich, glaube ich, schon so 'n bisschen auch in 'ne Ecke gedrängt, vor allem, wenn man dann vielleicht auch wirklich Mitschüler hat, die dann schon wissen, was sie machen möchten. Das ist dann immer: „Oh Gott, okay, der weiß jetzt schon irgendwie seit Jahren, der möchte Arzt werden“, oder, die Mitschülerin, die möchte jetzt irgendwie, ich weiß nicht, in den auch, irgend 'n Beruf, den sie schon irgendwie vielleicht auch dann von ihren Eltern vielleicht, da gibt's ja auch viele, die dann ihren Eltern nacheifern oder so. Und dann denkt man immer: „Okay, und was mache ich denn? Wo liegen vielleicht irgendwie meine Talente? Wo habe ich 'ne Leidenschaft für?“ Und wenn man dann 'n bisschen länger dafür braucht, finde ich, hat man immer so das Gefühl: „Okay, irgendwie, weiß ich, läuft was schief.“ Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch so rangeht, wie du das jetzt auch beschrieben hast, dass so wie deine Mama auch gesagt hat, dass man einfach dann vielleicht ausschließen kann, was man dann eben nicht machen möchte, sodass man da einfach sich so 'n bisschen 'n Stück weit herantastet und so wie du vielleicht auch diese vielen Möglichkeiten nutzt, die man ja heutzutage hat mit Karrieremessen, mit eben dieser Berufsberatung, Tag der offenen Tür auch mal an den Unis in der Nähe ausnutzt, um da einfach auch mal Vorträge anzuhören und so 'n bisschen reinschnuppern zu können in so, Studiengänge.
Jetzt hast du natürlich auch schon, 'ne Weile hinter dir mit deinem Studium auch wahrscheinlich auch eher, würde ich sagen, männerdominiert, der Studiengang, würde ich jetzt zumindest vermuten. Genauso natürlich auch hier, hast du natürlich auch viele männliche Kollegen. Was waren denn bisher so Herausforderungen für dich als Frau in dieser, Technologiebranche oder Technik geprägten Umgebung oder männergeprägten Umgebung auch und vielleicht wie hast du die auch, überwunden dann diese Herausforderung? Also, jetzt von familiär hatte ich tatsächlich nie irgendwie 'n Vorurteil, dass ich jetzt als Frau was Technisches studiere. Also, dann waren das eher so die älteren Generationen, die gesagt haben: „Ah ja, das klingt ja mega interessant, was du dann machst. Ah ja, wie ist es denn so als Frau dann in dem Hörsaal und ist das schwer für dich?“ Und dachte ich so: „Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, keine Ahnung. Ist es jetzt für mich schwerer als für den Mann, der neben mir sitzt? Weiß ich jetzt nicht, sehe ich irgendwie nicht so. Einfach diese Vorteile, hey, als Frau unter so vielen Männern im Hörsaal zu sitzen, die ich ja dann einfach ignoriert habe, weil mir dann keine Gedanken drüber gemacht. Und ich habe dann schon natürlich gemerkt, das Umfeld ist halt männlich dominiert, einfach so, da braucht man nicht dran rumdiskutieren. Und ich habe mich auch in der Uni in der Fachschaft engagiert, im Fachschaftsrat und wurde dann auch tatsächlich gewählt. Dazu muss man sagen, dass natürlich die Fakultät Maschinenwesen an der TU Dresden hat da vorgebeugt. Die wussten, dass natürlich mehr Männer sind als Frauen und die haben 'ne Regel eingeführt, dass die ersten 3 Frauen, also auf dem Wahlzettel die Frau mit den 3 meisten Stimmen auf jeden Fall in die Fachschaft kommen bei 20 gewählten Sitzen und dass der Rest dann quasi mit Männern aufgefüllt wird. Dass man also quasi zumindest das so 'n bisschen abbildet, dass dass quasi auch Frauen in der Fachschaft vertreten sind. Und ich war dann zusammen mit 'ner Freundin sind wir gewählte Sprecherin gewesen, also wirklich Vertretung der Studierendenschaft gegenüber auch der Fakultät, also den Professorinnen, Professoren. Und ja, dann sitzt man halt im Gremium und geht zum Dekan hin und steht dann in der Gruppe mit den anderen studentischen Vertretern und dann werden halt immer die Männer angesprochen, weil es ja nicht sein kann, dass die beiden Frauen, die da jetzt stehen, irgendwie die Sprecherinnen sind. Und das haben wir dann einfach erfolgreich ignoriert. So: „Ja, nein, das sind schon wir jetzt. Sie ist die erste Sprecherin, ich bin die zweite Sprecherin. Sie dürfen gern mit uns reden, weil wir kümmern uns jetzt drum.“ Und das hat dann einfach so 'n bisschen gedauert. Aber also, man hat auch da gemerkt: „Hey, ja, da hängt jetzt vielleicht 'n Kalender an der Wand, den ich mir jetzt vielleicht nicht hinhängen würde.“ Also, natürlich jetzt also, nichts Explizites, aber schon, wo ich denke: „Ja, okay, ja, hat 'n Geschmäckle einfach.“ Ja, so 'n bisschen das Klischee vielleicht auch erfüllt, Genau, ne, was genau. man teilweise so im Kopf hat. Ja, und also aber sonst also jetzt in der Universität, wir hatten auch viele Frauen, das fand ich eigentlich ganz schön und die Professoren rein fachlich haben die halt einfach nicht unterschieden. Wenn's drum ging ich bin noch mal für 'n Praktikum nach Schweden gegangen und der Professor, der das ja, die Kontakte hatte, der hat halt gemeint, ja, also er vermittelt das auch sehr gern, aber er möchte vorher den Notenspiegel sehen und er vermittelt das halt zum Beispiel an niemand, der irgendwie 'n Notenschnitt von schlechter als hat. Weil er dann gesagt: „Ja, also wer 'n schlechten Notenschnitt hat, das hat mehrere Gründe. Entweder man ist jetzt vielleicht nicht so intelligent oder man ist halt faul und so Leute möchte er halt nicht da für seinen Namen halt einstehen. Aber den hat es überhaupt nicht interessiert, dass ich da als Frau für ihn gestanden habe. Und auch jetzt in den anderen Firmen fand ich's eigentlich auch immer wurde man da großteils normal behandelt. Man merkt immer diesen Männerüberschuss, aber ich fand's halt dann auch cool, wenn mal 'ne Frau da war, dass die sich dann durchgesetzt hat. Und jetzt ich meine, bei Pruka merkt man's eigentlich kaum, aber dann kommt halt mal 'n Techniker und der bringt halt dann mal wieder 'n dummen Spruch und der macht dann halt mal wieder 'n Witz mit dem männlichen Kollegen, der nebendran sitzt. Oder wenn wir halt auf 'ner Messe stehen und ich mit 'nem Kollegen da bin, dann wird halt er angesprochen, weil ich bin ja, weiß nicht, die Praktikantin oder aus'm Einkauf mit dabei oder ich weiß nicht, aber ich werde dann halt nicht so als technische Ansprechpartnerin für voll genommen in manchen Fällen, also zumindest beim ersten Aufeinandertreffen. Das finde ich dann schon schade. Und ich finde es auch schade, wenn man so mitbekommt, hey, da werden Einstellungsentscheidungen hinterfragt von jungen Kolleginnen einfach, weil's dann heißt: „Ja, warum wird da jetzt die junge Kollegin eingestellt? Ja, die ist doch sofort wieder weg. Die geht doch sofort in Schwangerschaftsurlaub, in Elternzeit, die fällt doch sofort wieder aus. Warum wird jetzt diese Entscheidung so getroffen?“ Und das finde ich einfach blöd.
Und in solchen Situationen habe ich mich entweder dazu entschieden, das jetzt einfach gekonnt zu ignorieren, weil ich so sage: „Ja, das ist jetzt euer Problem, dass ihr so seht.“ Und wenn mir dann einmal einer 'n dummen Spruch zu viel gedrückt hat, ja, dann wäre ich halt vielleicht auch 'n bisschen patzig und sage dann: „Ja, weiß nicht, vielleicht können Sie ja auch mal 'n Konter vertragen oder so.“ Dann merken sie das dann auch: „Hui, ja, hat also auch hier ist dann wird dann wohl auch 'n bisschen lauter, die Frau da. Sollte ich mir vielleicht mal überlegen, ob ich so gegen ihr gegenüber auftrete.“ Und würde das auch immer weiter so handhaben, zu sagen: „Ja, also, ich ignoriere das weg oder weise drauf hin, ne, dass ich hier verantwortlich bin und ich habe die fachliche Kompetenz. Ich würde da einfach nicht an mir zweifeln, weil das ist ja deren Problem.“ Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, einfach, dass man da vielleicht, auch wenn's schwerfällt, drüber steht, dass man auch wirklich eben, so wie du sagst, auch mal Kontra gibt. Und, schön aber auf jeden Fall auch zu hören, dass du auch positive Erfahrungen gemacht hast, eben mit zum Beispiel eben deinem Dozenten dann auch. Aber ich glaube, genau, das ist einfach was, das da müssen wir alle wahrscheinlich dran arbeiten, eben da dieses Bild auch so ein bisschen oder von diesem klassischen Bild wegzukommen, dass halt, okay, der Mann ist jetzt der eben der Techniker, sondern dass es genauso gut auch Frauen können und die sich dann einfach eben mit ihrem Fachwissen durchsetzen dann, und vielleicht da so eben dann jedem beweisen, dass sie das genauso gut können, manchmal vielleicht auch besser, man weiß es Ja. nicht. Du hattest jetzt auch viel gesagt, du hast, viel Unterstützung bekommen von deiner Familie, was ich super toll finde und glaube ich auch super wichtig generell in der Entwicklung, weil das sind natürlich auch Sachen, die nimmt man dann mit, von denen wird man geprägt. Hattest du denn generell jetzt während deiner Laufbahn, weibliche Vorbilder, vielleicht auch außer deiner Mama, die du da, gerne nennen möchtest, die dich dann ein Stück weit auch inspiriert haben zu dem, was du dann, jetzt heute machst? Ja, also, wie du sagst, meine Mutter natürlich, aber es liegt auch 'n bisschen dran, dass ich jetzt, aus Ostdeutschland bin und da ist einfach die Familienkonstellation manchmal noch 'n bisschen anders. Also, zumindest in Vergangenheit gewesen, habe ich so den Eindruck, dass meine Mutter, schon 'ne Macherin ist, die verdient auch recht gut. Und mein Vater ist halt dann in der Elternzeit 'n halbes Jahr mit mir daheim geblieben. Also, dass meine Mutter schon allein nicht die ganze Elternzeit mit mir gemacht hat, sondern da auch daheim den Laden schmeißt und sagt: „Ja, sie renoviert das jetzt oder sie streicht das jetzt und sie kriegt das hin“, oder ja, sie baut das jetzt selber zusammen oder schmürgelt den Tisch jetzt ab und lackiert den neu. Einfach dieses, ja, Vorbild zu haben, dass jetzt sie als Frau das halt genauso gut machen kann wie mein Vater und, dass da einfach keinen Unterschied gibt, denke ich, hat schon viel geholfen. Genauso meine Omas, die sind auch haben für sich ihre Stellung gehabt, ob jetzt als Dorfkrankenschwester da, als Ansprechpartnerin einfach oder einfach so im Miteinander der Gemeinde einfach als respektierte Persönlichkeit da zu sehen, ja, das kann man auch erreichen. Das war so einfach was, wo ich hin wollte, wo ich sage: „Hey, das finde ich total schön, respektiert zu werden, anerkannt zu werden für die Arbeit, die man macht.“ Und egal, ob ich jetzt 'ne Mann oder 'ne Frau bin, ich kann das machen und allein da die Unterstützung meiner Familie gehabt zu haben, war echt toll. Die wollten immer für mich, dass ich die Möglichkeit habe, das zu lernen und das zu machen, was ich was ich kann und was ich will und nicht irgendwie eingeschränkt zu werden. Und hatte dann auch an der Universität glücklicherweise auch wieder weibliche Vorbilder. Also, wir haben da viele Dozentinnen auch gehabt, die da super fachlich gewesen sind, die uns immer unterstützt haben, mit denen man sich auch mal unterhalten konnte. Oder die Professorin, die ich hatte in Schadensfallanalyse, die ist auch richtig kompetent gewesen. Die hat sich die Zeit genommen, uns Sachen zu erklären. Die hat auch gemeint: „Hey, wenn ihr Fragen habt, kommt vorbei, macht was.“ Und einfach zu sehen, hey, sie ist da als Professorin, in einem mit der größten Institute da an der Fakultät. Sie trägt da maßgeblich zu bei. Sie ist am Fraunhofer-Institut, hat sie da 'ne Abteilung, die sie da leitet und sie ist erste Präsidentin der DGM gewesen, also der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde. Und dass sie das einfach so rockt und sich da quasi neben ihrem Job als Professorin auch noch am Fraunhofer-Institut unterwegs ist und noch quasi nebenberuflich ehrenamtlich da engagiert in so 'ner Gesellschaft und dafür Initiative zeigt und Zeit aufbringt, fand ich echt toll. Und auch bei der Abschlussarbeit hatte ich da 'ne Kollegin, die meine Betreuerin war von der Arbeit so 'n bisschen oder, ja, Chefin noch von meinem Betreuer. Und das war 'ne Abteilung, da sind 20 Männer gewesen und die eine Frau, also war sie einzige im kompletten Stockwerk außer mir und noch 'ner anderen, Diplomandin, die da gearbeitet hat. Und die hat da halt ihr Ding durchgezogen. Die hat da gesagt: „So läuft's“ und so lief's halt auch. Und die hatte mich dann auch unterstützt, wo ich gesagt habe: „Hey, ich möchte promovieren
und hatte geschaut, vielleicht im Ausland. Sie hatte in Italien promoviert, hat sie gesagt: „Hey, hier schau, da und da, das brauchst du. Das ist der Kontakt. Wenn du 'n Empfehlungsschreiben brauchst, sag Bescheid. Das sollte rein. Das wäre ganz gut, wenn du den und den Professor fragst auf der und der Ebene, damit es mehr zählt“ und so weiter. Und das fand ich echt gut, dass sie das so gemacht hat für jemanden, den sie ja zu dem Zeitpunkt 'n halbes Jahr kannte. Und generell gibt's ja auch viele so Frauennetzwerke, wo man sich unterstützen kann. Ob das jetzt vom VDI ist, Verein Deutscher Ingenieure, die haben 'n Frauennetzwerk, oder Bruker hat ja auch 'n Frauennetzwerk, Women at BeBio oder Women at Bruker, wo man auch sagt: „Hey, wir treffen uns untereinander, man hilft sich weiter.“ Und das fand ich immer richtig toll, und zu sehen, das funktioniert auch, und wenn die das kann, dann kann ich das auch. Da gibt's keinen Zweifel dran. Ich glaube, das ist ganz wichtig, so einfach diese Motivation, sich auch dieses Vorbild einfach zu setzen und sagen: „Okay, da möchte ich vielleicht auch mal hin und ich sehe, es funktioniert.“ Vielleicht auch eben so diesen Ansporn dann zu haben. Wenn jetzt eben dann jemand sagt, so als junges Mädchen, junge Frau, sie möchte auch dann in diesen technischen Bereich einsteigen, welche Ratschläge würdest du denen denn dann geben? Also, ich würde Ihnen raten, probiert es einfach aus. Lasst euch von keinem erzählen, dass ihr das nicht könnt, nur weil ihr jetzt 'ne Frau seid, weil ihr seid nicht dümmer und ihr habt nicht weniger technisches Verständnis als jemand anderes, weil, ich weiß nicht, technisches Verständnis, das hat viel mit Motivation zu tun, das hat viel mit Interesse zu tun, das hat viel mit Erfahrung zu tun, und ja, nicht jedermann kann halt auch 'n Kuchen backen. Das ist halt genauso Motivation, Interesse, Erfahrung, und man muss es halt einfach mal probieren, und 'n Schraubendreher kann jeder halten, da muss man nicht irgendwie sonst wie Muckis für haben und 'ne Schraube reindrehen und einfache Zusammenhänge zu erfahren, sich zu erschließen. Wenn's euch Spaß macht, macht's, lasst's euch nicht einreden und probiert's halt aus und macht auch weiter. Es gibt hier so viele Sachen. Man kann ja auch zum THW gehen, man kann zur Jugendfeuerwehr gehen. Es gibt so viele Workshops, oder mittlerweile die Schulen bieten ja auch Ganztagsangebote an, so Sachen, wo man nicht viel Geld für zahlen muss, um dran teilzunehmen, wo nicht die Eltern irgendwie dahinter stehen müssen, wo man kein Equipment für braucht. Und ich fand das ganz interessant. Ich hatte mal jemanden getroffen auf Reisen. Die Frau hatte Biologie studiert, und die hatte mir dann erzählt, ja, sie arbeitet immer 1, 2 Jahre in 'nem Beruf und danach reist sie erst mal 'n bisschen rum, und danach schaut sie, worauf hat sie jetzt als Nächstes Bock? Und da habe ich gemeint: „Ja, aber du hast doch Biologie studiert. Warum, also, machst du dann nicht was in dem Bereich?“ Und so: „Ne, also, nur weil ich jetzt Biologie studiert habe, heißt es ja nicht, dass ich in dem Bereich jetzt auch arbeiten muss“, sondern sie hat gemeint, ja, sie schaut dann, was sie jetzt wirklich interessiert. Und sie hat mir dann empfohlen: „Ja, also, wenn du im Bewerbungsgespräch zeigen kannst, dass du Interesse an dem Materie hast, sei einfach offen. Sag: ‚Hey, ich habe damit noch nicht gearbeitet, aber ich habe mega Bock drauf, das zu machen.‘“ Dann zählt es manchmal mehr als jemand, der das studiert hat, aber vielleicht jetzt auch nicht die besten Noten hat, sondern einfach zu sehen, du hast 'n Ausgangspunkt und von dem kannst du in echt viele Richtungen gehen. Und einfach zu wissen, man hat diese Möglichkeiten, ja, wirklich zu gehen, und das ist jetzt nicht nur so dahergesagt, sondern man kann immer schauen, was interessiert mich. Ha, ja, Mhm. vielleicht das 'n bisschen mehr als das andere. Dann interessiere ich mich darin, und dann findet man auch eigentlich immer jemanden, der einen fördern kann. Und einfach mal zu sagen: „Hey, ich frage jetzt auch einfach mal.“ Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand sagt: „Ja, tut mir leid, ich kann dir nicht Mhm. weiterhelfen.“ Aber dann hat man's zumindestens Versucht. Ja. versucht und auszuprobieren und dann ehrlich mit sich selber zu sein: „Macht mir das Spaß oder macht mir das keinen Spaß?“ Und nur weil jemand sagt: „Hey, ja, das ist doch genau das, was dich interessiert. Warum macht's dir denn jetzt keinen Spaß? Mach's doch weiter.“ So, ne, wenn du jetzt keine Freude dran hattest, dann ist das auch okay. Aber wenn's dir Spaß gemacht hat, ja, dann mach doch weiter. Ja. Das Ich glaube, das ist auch also, zum einen das Studium, was man dann macht oder egal, was man dann, glaube ich, nach auch dem Schulabschluss das ist ja nicht, wenn man das einmal macht, dass man daran, gebunden ist. Also, du kannst dich ja immer wieder neu erfinden und immer wieder in andere Richtungen entwickeln. Und ich glaube auch, was für mich bei dem Thema Technik dazugehört, auch wenn ich da jetzt vielleicht nicht das Paradebeispiel bin, weil ich selber da absolut unbegabt bin, aber vielleicht auch einfach so 'ne gewisse Geduld mitbringen und zu sagen: „Okay, jetzt hat's halt beim ersten Mal nicht funktioniert. Was passiert denn jetzt?“ Ne? Da passiert nichts, außer dass man's dann einfach noch mal machen muss und dann einfach weiß: „Okay, was war jetzt der Fehler? Was mache ich beim nächsten Mal anders?“ Also, ich glaube auch da dieses Testen und, sich ausprobieren und dann funktioniert's halt mal nicht. Auch wenn man dann irgendwas aufbaut, dann muss man halt die Schraube vielleicht an 'ner anderen Stelle platzieren oder so, ne? Ich Ja. glaube, das ist auch wichtig, dass man das einfach immer weiß: „Okay, das ist jetzt nicht irgendwie
total schief gelaufen, nur weil ich jetzt da einen Fehler gemacht habe, sondern das ist alles meistens ja auch wieder reparabel. Ja, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und ich weiß nicht, wenn das erste Mal das Brett jetzt nicht gerade abgesägt ist, dann weiß ich wenigstens das nächste Mal, wie es nicht noch mal so schief wird. Ja. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Also, generell einfach, dass man, glaube ich, sich das immer dass man diesen Druck sich vielleicht selber auch nicht unbedingt macht. Und, wenn ihr zum Beispiel dann eben auch mal genau bei uns reinschnuppern möchtet in diese technischen Berufen und vielleicht auch mit der Anna dann, mal 'n Workshop machen möchtet, dann, meldet euch doch bei uns, denn auch dieses Jahr nehmen wir wieder am Girls' Day teil. Damit möchte ich gerne abschließen und mich bei dir bedanken, Anna, für diese spannenden Einblicke und auch deine persönliche Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Das war's heute bei Rediscover Together, ein Drucker-Podcast. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Wir freuen uns drauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss! Tschüss.